Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien unbeliebt und unbeachtet, was gleichzeitig eine Kaufchance ist. Disclaimer. Goldaktien unbeliebt und unbeachtet, gleich Kaufchance. Goldminenaktien bleiben weiterhin unbeliebt. Vom letzten Höchststand im August 2020 sind Goldaktien ca. 45% runtergegangen, was eine sehr bärische Stimmung auslöste. Wenn eine Anlageklasse von Anlegern so übersehen wird, ist es meines Erachtens die Zeit reif, dass antizyklische Käufe einsteigen. Auch die nächste FED-Entscheidung im September könnte endlich der Auslöser für den finalen Start für Goldaktien sein. Beim GDXJ hatten wir zuletzt 4 grüne Wochenkerzen, die jetzt von einer roten gefolgt wird, die weiterhin belegt, dass Anleger sich nicht für Goldaktien interessieren sollen. Diese Zermürbungstaktik soll an die Nerven gehen und zum Aufgeben oder Verlassen der Assetklasse nötigen. Diese tangieren die 1000-Bäcker-Philosophie aber nicht, denn diese Jahrhundertchance liegt vor uns, nicht hinter uns. Ja, das muss man sich meiner Meinung nach bewusst machen. Dieser ganze Anstieg der Goldaktien, der liegt vor uns, nicht hinter uns. Es wird suggeriert, das ist eine schlechte Anlageklasse. Also die Bewertung ist am Boden. Mit solchen Schlägen wird versucht, nochmal die Leute rauszuhauen. Aber wenn sie einfach Top-Junior-Goldaktien, Top-Explorationsaktien kaufen, nachkaufen gegebenenfalls. Sie wissen ja von diesem Tief, sind einige Silberaktien beispielsweise, Silber-Junior-Aktien haben sich teilweise schon verhundertfacht. Die gehen jetzt mal zurück. Es ist teilweise wirklich einfach ähm, ein guter Zeitpunkt, diese nochmal nachzukaufen. Und ganz wichtig ist, wir wissen durch diesen vorherigen Ausbruch, ein Großteil des Erfolgs bei Goldaktien ist eben auch Beobachtung der Charts, weil da sind viele Informationen drin, die wir sonst so nicht kriegen. Dadurch, dass wir die wissen, wer stark ist, wer ausgebrochen ist, können wir zur ziemlich großen Sicherheit sagen, was die Gewinner bei Goldaktien ist. Das dürfen Sie nicht unterschätzen. Diese Information kriegen Sie nicht im langen Bärmarkt oder wenn es seitwärts geht, sondern Sie gucken sich die Aktien an, die, sage ich mal, seit 3 Wochen gestiegen sind, wo positive Chartdynamik ist. Und wenn es dann noch mit Ressourcen etc. stimmt, wissen Sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was die Gewinner sind. Und dann stellen Sie sich vor, wie ist es denn bei Gold 2000, 2300, 2500? Und dann haben sie die Gewinner und sind da gut dabei. Ja, also meiner Meinung nach, diese Goldaktienchance wird durch diese Drückung meiner Meinung nach nur größer. Es wird auch nicht darüber berichtet, nichts, weil man will das im Grunde genommen nicht. Und das macht meiner Meinung nach es macht meiner Meinung nach die Chance so groß. Also ich denke mal, die Fallhöhe ist nicht hoch. Sie werden sicherlich immer noch ein paar negative Tage reinstreuen. Aber wie gesagt, Top-Goldaktien, wie Sie nachher an dem Beispiel jetzt das gleich nachfolgen kommen, es gibt auch welche, die in diesem Umfeld steigen und weiter steigen. Und auf die muss man sich konzentrieren und gegebenenfalls weitere Positionen dazu aufbauen. Ja, Goldprojektgenerator, Kanada, Britisch-Kolumbien, hohes Risiko. Also das Unternehmen operiert in der Provinz British Columbia. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung der Projekte Rabbit North, Nechako, Gold und Moore Creek. Also Rabbit North, Kupfer und Gold, 16.400 Hektar. Das Projekt Rapid Nord liegt strategisch günstig, 14 Kilometer südwestlich der produzierenden Kupfer- und Goldmine New Afton, New Gold. Und 27 Kilometer nordöstlich der produzierenden Kupfermine Highland Valley, welche zu Teck Resources gehört. Das Unternehmen ist über eine Straße zugänglich und Exploration sind auf dem Projekt das ganze Jahr über möglich. Probenergaben 0,62% Kupfer, 0,73% Gold, Oberflächenproben und dann auch nochmal 1,9 Gramm pro Tonne Gold und 1,6 Gramm. Ja, im Vergleich zu hochgradigen Minen etc. nicht so attraktiv, aber wenn sie auf alle Fälle ökonomisch abgebaut werden kann, das liegt in einer sehr guten Jurisdiction und das Gebiet ist eben auch sehr groß
und andere Unternehmen produzieren da erfolgreich. Man kann teilweise die Infrastruktur nutzen, gut angeboten. Das ist immer nicht ganz unwesentlich. Ja, nochmal zum Chart. Hier sehen Sie einfach, dass es eben auch einfach Goldaktien gibt, die in auch diesen absolut schlechten Umgebungen eine positive Chartdynamik aufweisen und die steigen im Grunde genommen. Und die muss man einfach versuchen zu identifizieren. Und sofern sie dann auch wirklich eine gute Story haben, gute Ressourcen haben, sollte man sicherlich da weiter Positionen aufbauen von solchen Typus. Ja, nochmal die anderen Projekte. Nichraco Gold ist eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung und Kupfer- und Goldmineralisierung, 2975 Hektar, straßenzugelassenes Grundstück. Nichraco liegt über 30 Kilometer nordöstlich des bedeutenden Erschließungsprojekts Blackwater von New Gold. Blackwater enthält eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralressource von insgesamt 8,2 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber, also riesengroß und vielleicht ist es was Ähnliches. Das Ganze ist 80 Kilometer südlich von Wanderhof in British Columbia. Dann haben sie noch das hat der Übersetzer falsch gemacht, also oder übersetzt, das ist Moor Creek. Also Moor Creek ist eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung, 5 Grundstücke mit insgesamt 6.430 Hektar in den Golden Triangle District im Nordwesten von British Columbia. Moor Creek liegt 120 Kilometer nördlich von Stewart, British Columbia, und profitiert von der Nähe zu bedeutenden Infrastrukturprojekten wie der Nordwest Transmission Line oder eine nahegelegene Landebank und dem Highway 37, die sich alle etwa 10 Kilometer östlich des Grundstücks befinden. Also sehr gut angeboten, sehr gute Infrastruktur. In der Vergangenheit gab es eben auch ganz gute Bohrergebnisse und diese riesen Produktionen, da beispielsweise von Blackwater in der Nähe, in der Golden Triangle und sowas kann dann eben auch, das ist wahrscheinlich auch ein Grund für diese Bewertung und das kann natürlich dementsprechend auch weitergehen, gerade auch bei möglicherweise positiven Bohrergebnissen, die auf solchen Gebieten kommen können. Moor Creek liegt etwa 55 Kilometer nördlich des bedeutenden Erschließungsprojekts Bruce Jack von Pretium Resources, das eine gemessene und angezeigte Mineralressource von 9,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 12,2 Gramm pro Tonne Gold haben. Ja, das ist das so. Das sind eigentlich die absoluten besten Unternehmen im absolut besten Rechtsgebiet und das könnte natürlich der Bewertung auch auf die Sprünge helfen. Ja, nochmal zu unserer Goldaktienphilosophie. Uns fasziniert ja der Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Dort hat es ja enorme Bewertungen, gerade von solchen Penny Stocks, Goldaktien gegeben. Das hatte mich auch, deswegen habe ich mich auch für diesen Sektor begonnen zu interessieren. Von 15 oder 20 Cent ging es auf 15, 20, 30, 40 Dollar hoch und ja, und das in relativ kurzer Zeit. Das gibt es in keinem anderen Investmentsektor, vielleicht abgesehen jetzt von Kryptomania. Also Goldaktie stieg da damals teilweise äh, um das, wie gesagt, 382-fach, also das 1000 Dollar wurden 380.000 Dollar. Von dieser super, also und das meine ich, diese schlechte Stimmung, die wir jetzt haben an den Börsen. Ich bin sicher, dass natürlich gibt es das nicht mit Vorhersage, dass wir in unseren gegenwärtigen Aktien mit großen Ressourcen etc., wenn wir sie verteilen, wird es möglich sein, die ein oder andere Aktie teilweise deswegen muss man das auch verteilen, die eine oder andere Aktie zu erwischen, die eine ähnliche Performance bringt wie die. Das muss möglich sein, weil wir sind so unglaublich tief. Dadurch können wir wirklich, wie gesagt, der Gewinn, sagt man ja auch, liegt im Einkauf. Und also deswegen ist es eine ganz attraktive Zeit, obwohl das keiner so empfindet. Und wenn der Markt überbewertet ist, wenn die im Mehr-Dollar-Bereich vielleicht 5 oder 10 oder so wie die, vielleicht einige wenige sind, dann interessieren sich alle dafür. So wie auch 1980 die Leute zum Höchstpreis Gold und Silber teilweise gekauft haben. Und ja, und im Fall von Silber immer noch auf Verlusten sitzen. Das muss man sich mal vorstellen. Also dieses Enttäuschungspotenzial wird früher, später kommen, aber wir sind
ganz, ganz am Boden. Und meiner Meinung nach muss man jetzt eben, was kann man noch tun? Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, vielleicht durchaus mit einem Fokus Silber, weil diese Unterbewertung von Silber ist eben 50% oder und mehr von dem nominalen Hoch. Gold ist ja fast doppelt so hoch wie 1980. Also das ist eine Verzerrung. Klar gab es diesen Einmaleffekt, diese Handbrüder, die diesen Markt versucht haben aufzukaufen. Aber ich denke, am Ende wird es auch. Sie haben ja sicher jetzt alle von dieser Milliardärin gehört, die da sich etliche, äh, also Silberkäufer hat ausliefern lassen. Und das ist schon sowas. Und lassen Sie dann noch ein, zwei, drei andere Milliardäre reingehen und die treffen auf das begrenzte Silber. Äh, und dann werden sie sicherlich ja auch diese Penny Stocks aufkaufen oder sich bei den großen Unternehmen beteiligen und dann beginnt die Mania und das kann dann eben solche Dimensionen erzeugen wie in den 1970er Jahre. Ja, das hoffen wir jedenfalls. Jedenfalls muss ich sagen, bei dieser Tiefe, wo wir jetzt immer noch sind, obwohl wir natürlich Aktien identifiziert haben, die auch in diesem Umfeld steigen und das immer weiter tun, denke ich doch, dass wir das ein oder andere dieser Dimension sehen werden. Wir haben das ja auch schon von 2016 bis letztes Jahr bei Great Bear Resources gesehen. Da ging es von 5 Cent auf 30 Dollar rauf. Das ist natürlich ein Einzelfall. Das hoffen wir, dass das natürlich im richtigen Goldboom eher auf breiterer Basis passiert. Ja, 1000-Becke-Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, sie nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, versuchen Potenzialfaktor halt zu rechnen aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Anzahl der Unzen, Gold und Silber etc., was aber nur so ein, sag ich mal, Vergleichswert der Goldaktien untereinander ist. Dann haben wir noch eine Exit-Strategie entwickelt, was kann man kaufen, wenn der Goldaktienboom vorbei ist. Wobei das eben mit Vorsicht zu genießen, das Ende dieses Gold- und Goldaktienboom kann unter Umständen, anders als 1980, auch mehr oder weniger das Ende dieses Systems und dieser Strukturen bedeuten. Das muss man sich gut überlegen, aber wir werden das beobachten, wie man da vorgeht. Im Grunde genommen, wir denken, die beste Exit-Strategie ist im Grunde genommen durch den Anstieg der Goldaktien. A, kann man seine Lebensunterhaltungskosten bezahlen und man kann eben mehr Gold und Silber akkumulieren, wovon wir wissen, dass, und das haben ja viele Experten berechnet, wie Mike Maloney nenne ich jetzt nochmal und auch Egon van Greyerz, die sagen ja, dass es dann irgendwo die maximalen Kaufkraftwerte stehen bei Gold 5.000 bis 8.000 Dollar und Silber 200 bis 400. So, und es ist ja klar, dass man von diesem Zeug möglichst viel haben kann. Dazu kann eben diese abnormale extra Unterbewertung der Goldaktien dienlich sein, dieses viel mehr Gold und Silber kaufen. Gleichzeitig sollte man natürlich die anderen Märkte auch nicht völlig außer Acht lassen. Ähm, 2011 wäre das zum Beispiel so gewesen. Hätte man 2011 dann eine Goldaktien gekauft und dann Aktien, Apple oder was weiß ich, oder einfach wirklich gesunde Aktien etc., hätte man enorm verdient und hätte beim nächsten Goldaktientief Anfang 2016 beispielsweise wieder ein Goldaktien geben können und dann wieder rausgehen und so weiter. Natürlich wird nicht so investiert, wir wollen, aber im Grunde, weil wir ja nicht wissen, wann es genau hochgeht, wie hoch es geht, aber so ungefähr ist es dann schon. Also wenn alle Leute nachher über Goldaktien sprechen und so, muss man raus. Das ist ein Markt, das ist kein Langfristinvestment. Die werden einmal aufblühen, die werden die Aufmerksamkeit der gesamten Welt bekommen. Und dann wird das auch irgendwie verschwinden, sei es zum Beispiel auch durch Staatseingriffe, Minenverstaatlichung oder Währungsreform oder wie auch immer. Also da droht jede Menge Ungemach, aber trotzdem steht aus meiner Sicht mindestens 6 bis 12 Monate hier steigende Kurse voraus, gerade von diesen Tiefen aus gesehen. Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, das bringe ich deshalb immer rein, dass man ein Tool hat, um an Gold und Silber schnell zu kommen. Eine Überweisung an die und schon ist ihr Gold und Silber eingelagert im Zollfreihafen. Wenn Sie vielleicht woanders
warten müssen auf Edelmetalle. Also da wurde mir versichert, dass sie auch in Krisenzeiten bislang immer an Ware gekommen sind. Und diese Ware kann man sich übrigens ausliefern lassen. Also es ist ein äh, Tool, ein Werkzeug, das die Transaktion, um schnell an Gold und Silber zu kommen, erleichtern soll. Also aus meiner Sicht. Ähm, Was dann nachher jeder mit seinem Gold und Silber machen muss, ob man da überhaupt den Strukturen vertrauen muss und so, das kann man vielleicht im anderen Video nochmal denken, aber zumindest für die nächsten 6, 12, 18 Monate, denke ich mal, ist das durchaus, sage ich mal, eine gute Sache. Also ich habe eben auch gerade noch ein Video von Alistair MacLeod gehört. Also seine Aussagen sind heftig, ich werde das auch verlinken, sagt mehr oder weniger. Also das nächste große Ding wird hier in der Eurozone passieren. Klar, kann man nachvollziehen. Bislang lagen sie alle so nicht richtig mit dem Timing und so, aber irgendwie völlig ausschließen kann man das nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich, gerade was den Euro und so betrifft, nicht ewig Zeit haben. Ich würde sagen, in jedem Fall funktioniert das noch 6 bis 12, vielleicht 18 Monate, kommt zu diesen Anstiegen und dann wird es möglicherweise massiv instabiler. Aber wenn wir dann unsere Gewinne an Gold und Silber gesetzt, kann es das egal sein. Dann geht es nur noch darum, wann werden diese Spitzenkurse erreicht und sind wir auch in der Lage, das wird nicht leicht sein für die Anleger, weil man natürlich an seinen Geldern festhält, ist man denn in der Lage, diese Spitzenkurse auch zu verkaufen und dann billige Asset kaufen, wie zum Beispiel Aktien, die Währungscrash und alles Mögliche überleben und so weiter. Da darf ich mal auf eine Story hinweisen. Dieser Costellani kam ja dann, hatte ja jede Menge Dollars mehr oder weniger 1945, 46 in der Hand. Und er ist ja unter anderem damit reich geworden, dass er zum einen diese deutschen Staatsanleihen gekauft haben, die für wertlos gehalten wurden und nachher von der Bundesrepublik übernommen wurden damit. Und zum anderen hatte ich gelesen, 1945, wo wirklich kaum was los war, wo man kaum in die Börsen trauen konnte, hatte er sowas wie Fiat-Aktien gekauft. Und ich habe auch mal gehört, hätte man in der Frühphase Daimler-Aktien gekauft, auf 45, 46, wie auch immer das möglich gewesen ist, will ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Sicherlich eine unheimlich schwierige Zeit. Hat die ganz großen Gewinne gemacht. So viel anders wird es nicht sein. Diese Krise ist eigentlich, wenn man das reduziert, ist im Grunde genommen einfach eine Situation im Grunde positiv, die Einkaufspreise schafft. Punkt. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und wenn man einkaufen will, muss man sehen, dass man Geld hat. Und das ist Gold und Silber. Und ja, und man muss die Liste haben, die Einkaufsliste. Und wie gesagt, ist der Gewinn liegt im Einkauf. So ist es jetzt bei Goldaktien und wird es dann vielleicht bei Top-Aktien oder möglicherweise Immobilienfirmen etc. sein. Dieser Punkt wird irgendwann kommen, wenn es ganz billig ist. Und das müssen wir irgendwie ungefähr so schaffen, auch nur teilweise. Und dann denke ich, man ist man im Grunde genommen ganz gut dabei. Aber im Augenblick ist das noch ein bisschen weiter Zukunft. Im Augenblick geht es darum, dass irgendwann Golden wird irgendwann über 2000, 2009, 2500 steigen. Das wird diese Niedrigstbewertung der Goldaktien ablösen, wahrscheinlich übertreiben. Und das ist erstmal die Situation oder das ist erstmal, worauf wir uns konzentrieren sollten. Aber man sollte eben man sollte immer auch diesen langfristigen Blick haben, wie man das wieder konvertiert. Dann auch dieser Boom wird vorbei sein. Gerade wenn ich Leute höre, die dann sagen, ja, für mich ist ein Gold und Silber Rente und so, Vorsicht, Vorsicht. Das sind Spekulationen, die laufen heiß, extrem heiß und dann muss man einfach die Assetklasse wechseln. Egal ob das, also das läuft nicht, es läuft nicht linear in dieser Welt. Es läuft nicht linear. Es läuft nicht linear. Das muss man einfach sich bewusst machen. Ja, immer erst Preise gleich für Gold und Silber kaufen, zum Beispiel einfach auf gold.de gehen, da einfach die günstigsten Händler rausbekommen. Ja, weitere Informationen finden Sie, mit welchem Broker können Sie arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle einladen, zum Beispiel
was weiß ich, gibt hier in Zürich, Nähe des Hauptbahnhof 1, bequem, fährt man hin mit Zug, geht bei 100 Meter, geht das rein und so. Das könnte eine Option für viele sein. Oder auch Liechtenstein, da kann man es auch nochmal einlagern. Langfristchart von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen. Goldaktienindexe, dann Uran und Übersicht über andere Metalle, auch Langfristcharts sind zu sehen. Buch über Goldaktienbewertung, ja, dann nochmal eine Verlinkung auf den CA-Portal. Das ist ein englischsprachiges Diskussionsforum über Goldaktien etc. Weitere Informationen über gute Statisten wie Uwe Bergold kann ich nur empfehlen. Einfach, wenn man das große, ganze Bild verstehen will. Und die setzen das eben in Relation mit der Geschichte. Und ja, ähm, generell, wenn es Fragen zum Report gibt oder Zustellungsprobleme, wie auch immer, können Sie mich einfach anrufen. Ich würde Sie dann auch wieder zurückrufen. Denn beispielsweise denn nach einiger Zeit, wenn ich dann Zeit habe, wie auch immer. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, wenn Ihnen das Thema gefällt oder wenn Sie glauben, es könnte auch anderen gefallen oder für andere wichtig sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.